Wir bauen Boote zwischen 6,5 Meter und 14 Meter. Die werden auf die ganze Welt geliefert. Bei uns sind ungefähr 80 Mitarbeiter beschäftigt und wir machen so an die 100 Boote. Der Schwerpunkt liegt bei den Motorbooten, aber ein großer Anteil sind Elektroboote, die wir schon seit 1955 bauen. Unser Großvater hat 1927 die Bootswerft damals in Wien gegründet. Im Zweiten Weltkrieg ist er dann ausgebombt worden, ist zurück in seine Heimat gekommen und dann haben der Vater und der Onkel die Bootswerft neu aufgebaut. Und seit vielen Jahren jetzt leiten mein Bruder Michael, die Andrea und ich gemeinsam mit einem Geschäftsführer, mit Andreas Ahammer, die Werft hier in Gmunden. Unser Hafen am Traunsee ist im gesamten Firmenverbund ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Dort testen wir unsere Boote, dort haben wir auch einen Shop, dort ist unser Ursprung hier seit 1945. Diesen Betrieb leitet sehr erfolgreich unsere Cousine, die Andrea Frau Schoberfrank. Ein enorm hoher Anteil der Wertschöpfung unserer gesamten Boote findet hier im Salzkammergut statt. Wir sind irrsinnig stark in der Entwicklung der Boote, wir sind zum Schluss die Assembler, aber wir haben Spezialisten, die mit uns gewachsen sind. Das findet man alles hier im Umkreis und ich glaube, das macht unsere Stärke aus, das hebt uns einfach ab von dem Mitbewerb. Wir sind sicher eine Manufaktur. Die Bootsindustrie ist andererseits wieder gar nicht groß. Wir sind die drittgrößte Werft im deutschen Sprachraum. Und unser Geheimnis ist halt das, dass wir mit den guten Handwerkern, die man in Österreich hat, die hohe Qualität erreichen können. Wenn man zusammenarbeitet, man ist nicht immer einer Meinung. Man sitzt sich zusammen beim Wirten, trinkt ein Bier, redet ein wenig drüber und irgendwann funktioniert das Ganze. Einmal muss der eine nachgeben, einmal der andere, aber eben mit diesem Hintergrund, dass man ja das Beste für die Firma will und für das Unternehmen will und auch für die Familie will, hat es immer funktioniert, dass man zum Schluss zu einer Einigung kommt. Manchmal braucht es auch 3 Bier.